Immer öfter, so ist jedenfalls meine Erfahrung, fahren Finanzämter hier mit den ganz großen Geschützen auf und hetzen scheinbar unschuldigen Steuerzahlern den Staatsanwalt auf den Hals. Was es damit auf sich hat, das wollen wir uns in diesem Video einmal näher betrachten. Vor einigen Tagen sprach ich mit dem deutschen Steuerberater eines Mandanten. Es handelt sich um ein kleineres mittelständisches Unternehmen und er erzählte mir, dass vor kurzem dort der Staatsanwalt aufgetaucht sei, denn dem Mandanten sei Steuerhinterziehung hier zur Last gelegt worden. Das Schlimme an der Sache war eigentlich, dass das Finanzamt wusste, dass hier keine Steuerhinterziehung betrieben wird. Wie war der Sachverhalt? Nun, der deutsche Unternehmer hatte im steuergünstigen EU-Ausland, ich meine, es war Zypern, eine Gesellschaft gegründet. Diese Gesellschaft hatte auch tatsächlich Substanz vor Ort. Da gab es Geschäftsräume, da gab es Mitarbeiter vor Ort. Die Tätigkeit war eine völlig legitime Tätigkeit. Hier wurden keine Gewinne von Deutschland nach Zypern verschoben. Der Mandant hatte alles korrekt beim Finanzamt angemeldet. Und dann kam dennoch der Staatsanwalt. Da tauchte eine gefühlte Hundertschaft bei dem Mandanten auf, früh morgens. Er hat noch geschlafen, am Wochenende durchsuchte die Privaträume des Mandanten, durchsuchte dann auch die Bürogebäude, nahm allerhand Computer mit. Natürlich hat sie sich riesengroß hier auch in der lokalen Presse niedergeschlagen. Das Ganze war natürlich sehr peinlich. Der Mandant war zutiefst schockiert, traumatisiert, ins Mark getroffen. Der Steuerberater des Mandanten beschwerte sich danach beim Finanzamt und sprach hier mit den entsprechenden Verantwortlichen und sagte, was ist hier los, warum ist es dazu gekommen? Wir haben Ihnen die Informationen zu dem Unternehmen in Zypern zukommen lassen. Wir haben Sie informiert darüber, dass es dort Substanz gibt, dass es dort Mitarbeiter gibt, dass es lokale Geschäftsleitungen gibt, dass es Geschäftsräume gibt. Da ist alles korrekt eingerichtet. Dennoch bezichtigen Sie hier den Mandanten der Steuerhinterziehung. Wie kann das sein? Nach Aussage des deutschen Kollegen sagte der Verantwortliche beim Finanzamt dann, ja, das mag schon alles so sein, aber wenn wir hier mit dem Staatsanwalt auftauchen und eine Hausdurchsuchung machen, dann kooperiert der Steuerzahler unserer Erfahrung nach doch viel besser, als wenn wir hier den normalen Dienstweg wählen. Das musst du dir einmal vorstellen als Unternehmer. Also hier hat offensichtlich das Finanzamt gewusst, dass hier Substanz vorliegt. Das müssen sie offensichtlich dem Staatsanwalt verschwiegen haben. Denn hätten sie es dem Staatsanwalt gesagt, hätte dieser niemals aufgrund der EU-Niederlassungsfreiheit diese Hausdurchsuchung anordnen können. Also hier wird ja Recht tatsächlich doch mit Füßen getreten, damit das Finanzamt hier letztlich schnell angeblich zu Ergebnissen kommen kann. Natürlich ist diese Sache verpufft, denn tatsächlich hat der Mandant alles korrekt gemacht. Diese Betriebsstätte in Zypern war legitim. Da hatte er alle Regeln befolgt. Er hatte, wie gesagt, alle Meldungen gemacht. Am Ende wurde das Verfahren eingestellt. Aber wie gesagt, wer es einmal erlebt hat, wie der Staat hier so richtig gewaltsam sein Recht durchsetzt, der zuckt schon mal so richtig zusammen und da sagt einem wirklich das Herz in die Hose und man fühlt sich wirklich komplett machtlos, ausgeliefert und wie gelähmt. Die wenigsten können in dieser Situation hier noch klar denken und hier die richtigen Entscheidungen treffen. Jetzt ist natürlich die Frage, wie man sich vor so etwas schützen kann. Kann man sich überhaupt davor schützen? Nun, am Ende, wie gesagt, kann man sich vor dem Staat natürlich nicht wirklich schützen, aber man kann natürlich Maßnahmen ergreifen, die das Risiko eines solchen Vorfalles hier minimieren. Als erstes würde ich dir immer sagen, am besten Deutschland verlassen. Ja? Wenn du Steuer optimieren willst, wenn du steueroptimierte Firmenstrukturen implementieren willst, dann verlasse Deutschland, denn für die deutschen Steuerbehörden sind solche Strukturen ein rotes Tuch und du gehst ein enormes Risiko ein, wenn du in Deutschland bleibst, so wie mein Beispiel hier gerade gezeigt hat. Wenn du dich entscheidest dafür, in Deutschland zu bleiben und solche Strukturen implementieren willst,
dann würde ich dir auf jeden Fall raten, einen sehr guten Steuerberater zu haben, der sich mit solchen internationalen Sachverhalten auskennt und vor allen Dingen einen Steuerberater, der schon oft mit dem Finanzamt über solche Zusammenhänge gesprochen hat und Erfahrung damit hat, wie man hier mit dem Finanzamt umgehen muss. In meinem Beispiel, wie gesagt, hatte der Unternehmer die Gesellschaft zunächst gegründet und hatte anschließend eine Meldung zu der Gründung beim Finanzamt gemacht. Das ist auch rechtlich einwandfrei. Das ist korrekt. So muss man es machen. Ich würde möglicherweise vorschlagen, in Abhängigkeit davon, um was es sich für ein Vorhaben handelt, wie groß das Unternehmen ist und so weiter, dass man schon im Vorfeld mit dem Finanzamt spricht. Dass man möglicherweise sich vom Finanzamt eine verbindliche Auskunft besorgt, dass diese Struktur so legitim ist. Natürlich ist es leider so, dass man ja vielfach keine verbindliche Auskunft vom Finanzamt erhält bei diesen internationalen Zusammenhängen. Deswegen ist es auch wichtig, dass man einen guten Steuerberater hat, denn er ist möglicherweise in der Lage, eine solche verbindliche Auskunft zu erwirken. Aber es wird eben oftmals keine verbindliche Auskunft erteilt. Das Finanzamt sagt schlicht und ergreifend, jetzt mach mal einfach und wir sagen dir dann hinterher, ob es gut ist oder nicht. Und dann möglicherweise passiert eben sowas wie in dem Beispiel, das ich dir gerade eben erzählt habe. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, dass allein die Tatsache, dass du versuchst, eine verbindliche Auskunft zu bekommen, dass du dem Finanzamt von vornherein hier mitteilst, was dein Plan ist, zum Beispiel in Zypern, Malta oder in irgendeinem anderen Staat. Damit hast du schon mal einen wichtigen Schritt gemacht, dass das Finanzamt tatsächlich informiert ist. Dann ist es sehr schwer für das Finanzamt hinterher zu sagen, dass sie nicht die Details deines Vorhabens gekannt haben. Ja. In dem Beispiel, was ich erzählt habe, hat der Mandant zwar eine Meldung gemacht und hat den Besitz an der Gesellschaft angegeben. Er hat dann auch hier erklärt dem Finanzamt, dass er eben Substanz hat in Zypern, dass er Mitarbeiter hat, dass er Geschäftsführer hat, dass er Büroräume hat und so weiter und so fort. Aber es ist natürlich etwas anderes, wenn das ein Steuerberater im Vorfeld tatsächlich dem Finanzamt so erklärt, selbst wenn keine verbindliche Auskunft dann erteilt wird. Wir arbeiten in Deutschland mit führenden Steuerberatungskanzleien zusammen, die eine sehr gute Reputation haben bei den Finanzämtern, die Erfahrung haben, wie solche Vorhaben gegenüber Finanzämtern zu kommunizieren sind, die damit umgehen können, wenn das Finanzamt hier Nachfragen hat, die also die entsprechenden Kommunikationsfähigkeiten, aber auch Erfahrungswerte haben, was so ein Finanzamt sehen will, die auch wissen, was speziell jetzt hier als riskant beim Finanzamt angesehen wird. Was lässt zum Beispiel die Alarmglocke beim Finanzamt klingen? Welche Struktur? Wie viel Substanz muss man wirklich haben? Wie viele Mitarbeiter muss man haben? Muss ich tatsächlich einen externen Geschäftsführer haben? Muss dieser externe Geschäftsführer auch Zugriff haben auf mein Bankkonto oder das Bankkonto meines Unternehmens dort? Das sind natürlich alles Fragen, die ein erfahrener Steuerberater, der sich diesbezüglich schon vielfach hier mit einem Finanzamt auseinandergesetzt hat, beantworten kann. Das sollte man also alles im Vorfeld klären. Wie gesagt, dann dem Finanzamt hier etwas präsentieren. Das genau können eben auch die Steuerberatungskanzleien, mit denen wir zusammenarbeiten. Wenn also du ebenfalls dann interessiert bist, dich steuerlich zu optimieren, wenn du ins Ausland auswandern möchtest oder eine Gesellschaft im Ausland gründen möchtest, um dich hier steuerlich optimiert aufzustellen, dann würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Link packe ich hier in die Beschreibung des Videos mit hinein. Wir beraten seit fast 20 Jahren Mandanten dabei, ins Ausland umzuziehen, sich steuerlich hier gut aufzustellen, Vermögen aufzubauen, Vermögen zu sichern. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.